Guten Morgen. Wir sind noch mal ein Stück zurückgefahren. Wir sind noch mal in Porto Madryn. Das ist hier kurz vor der Halbinsel Valdez. Und ich wollte ja schon die ganze Zeit, also ich will das schon mein ganzes Leben lang machen. Und in vielen Ländern kann man es nicht machen, ist verboten. Hier geht's. Und ich freue mich da so unglaublich drauf. Aber ich sage euch jetzt noch nicht, was es ist, weil ich nehme euch ja mit, ihr könnt es ja später sehen. Aber das wird ja mega Knaller. Und jetzt ist es hier 8 Uhr, 8:10 Uhr, in 20 Minuten treffen wir uns alle. Und dann geht's raus aufs Meer. Ja, das wird der Knaller. Seid gespannt. So, und jetzt könnt ihr euch auch schon denken, was wir machen. Wir gehen nämlich tauchen. Und zwar ist es doch erlaubt, mit Seehunden tauchen zu gehen. Und ich freue mich da so unglaublich drauf. Ich wollte es schon die ganze Zeit machen. So, jetzt sind wir hier in einer kleinen Gruppe. Gut eingepackt, weil das Wasser nur 12 Grad hat. Und jetzt geht es auf zum Boot und dann raus zu den Seen.
fällt mir die Flasche hinten raus. So, das war total klasse. Der absolute Mega-Knaller. Richtig viel Spaß gemacht. Es fällt mir echt die Atemflasche hinten raus. Nee, es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Und man konnte die echt anfassen. Die sind der Knaller, echt. Ja, kann ich nur empfehlen. Also mit Seelöwen tauchen, das ist echt geil. Cooles Erlebnis. Baby, wo fahren wir heute hin? Wir fahren heute zu einer Pinguinera, also wirklich Pinguine sehen. Nach Valdez haben wir ja nur gemerkt, dass mit zu vielen Touristen macht es nicht so richtig viel Spaß. Und deswegen fahren wir heute die Route 1, die Route der Langsamreisenden. Also alles Schotterpiste, wieder mal 60, 70 Kilometer. Und unser Ziel ist, wir sind jetzt in Camorones, ne? Und Camorones hat eine riesige Pinguinera. Also da sollen was haben wir gestern gelesen? ¿Cuántos pinguinos? 30.000 pinguinos? 50.000. Okay, also 50.000 Pinguine sollen da leben. Wir sind echt mal gespannt. Und von dort aus geht es dann weiter, die Route 1, Ruckelpiste. Auch sehr langsam nach Baía Bustamante. Und dort soll es angeblich eine riesige Kolonie Seelöwen und Seeelefanten geben. Also jetzt wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall muss ich erstmal das Fenster zumachen, weil es staubt hier alles ein. Ja, und wir tuckern jetzt hier mit 20 km/h mit einer wunderbaren Aussicht langsam Richtung Pinguin. Von alleine. Voll cool. Die sind hier einfach am Straßenrand und die sind so niedlich. Die sind ja auch gar nicht so scheu. Also auf Valdez konntest du nicht so stehen, also nicht so nah an die ran, da waren die schon längst weg. Und hier sind die zwar auch aufmerksam, wenn du jetzt aussteigst, rennen sie weg. Aber so kann man die doch recht gut filmen. Wie macht eigentlich ein Guanaco? Kennt jemand von euch den Sound? Bäh ist es nicht, ne? Bäh! Ach. Ja, voll cool. Hier war auch ein Parkwächter. Nachdem wir jetzt hier 20 Kilometer echt wunderschöne Ruckelpiste hergefahren sind. Und kostet aber keinen Eintritt. Es ist alles voll mit Guanacos. Also wir haben bisher noch nicht so viele Guanacos gesehen wie hier. Und was wir schön finden, ist halt eben, dass es so abgelegen ist. Und dass es hier nicht irgendwelche blöden Restaurants wie auf Valdez gibt, die man dann sozusagen beim Tiere besuchen nutzen kann. Das zerstört ja den ganzen Natureindruck. Und hier ist nichts. Hier ist einfach mal absolut nichts. Hier ist genau das, was wir in Patagonien gesucht haben. Komplette Wildnis. Ja, und wir können hier
ja, wie soll ich sagen, uns relativ frei bewegen. Mali und Wilma dürfen nicht raus, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir wechseln uns einfach ab. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die abertausenden Pinguine finden, die es hier geben soll. Ja, die sind echt die coolsten. Die sind echt die allercoolsten. Also, guck mal hier. Guck mal hier. Wer seid ihr denn? Hi. Hi. Wer bist du denn? Bist du Pinguin? Guten Tag. Er ist schwer interessiert an der Kamera. Ich gehe mal noch ein Stück ran hier. Ihr seid ja echt die Allerschürfsten, ey. Und das Allergeilste ist, die stinken total nach Fisch. Ihr seid ja witzig. Und hier unten drunter ist auch noch einer. Hier, da. Hatschi, Gesundheit. No pasa nada. Die sind echt schwer an uns interessiert. Also das ist genau der Grund, warum wir entschieden haben, hierher zu gehen und nicht, und weil das eben nicht so gut fanden, weil die echt, hier sind die voll zutraulich, guckt euch das mal an, die kann man hier sogar streicheln. Die sind echt der Knaller und die kommen von alleine. Und wollen echt alles untersuchen. Io non queria toccarlo però. Modra Alessandra, beißt Alessandra. Jetzt beide. Jetzt beißen beide Alessandra. Beißen. Ich habe Angst, dass du wieder in meine Hand beißt. Ja, gut. Nein. Das ist ja der schlimmste Idee, du beißt nicht mein Fleisch. Ja, vielleicht noch ein paar Infos. Das sind Magellan-Pinguine hier und die brüten hier in der Region. Also hier ist alles voller Nester, hier nebendran wirklich alles voll. Es sollen wohl über 50.000 Stück sein. Und die machen, also wenn die Futter suchen, schwimmen die bis zu 600 Kilometer weit, tauchen bis zu 30 Meter tief und in 3 Minuten haben sie wohl ihr Futter dann ergattert. Ja, und wenn die dann fertig sind mit ihrer Brutzeit, das ist, also die Kleinen sind jetzt hier überall zu sehen, ich guck mal, dass ich euch gleich noch so ein Baby filme. Wenn die dann fertig sind damit, dann schwimmen die alle Richtung Brasilien. Oder bis, also nicht alle, aber ein großer Teil schwimmt eben bis zum Norden, also Richtung Norden und bis nach Brasilien. Und total cool. Also wir sind so dankbar dafür, dass wir die hier sehen dürfen und dass die
Also dass es nicht nur so ein Zoo ist, also dass die dahinter irgendeine Absperrung sind. Nein, nein, die sind ja hier drin bei uns, die kommen ja über die Absperrung rüber. Und ja, die haben keine Angst vor Menschen, weil die ein schlechtes Erleben haben. Aber die dürfen nicht rein, die sind oben im Auto. Und natürlich mit Fenstern. Aber das ist natürlich total cool, dass die dadurch so mega zutraulich sind. Echt schön. Die brüten hier direkt unter dem Steg. Wir können die Babys unterhalb sehen und wir gehen davon aus, dass es denen eine Sicherheit gegenüber den Greifvögeln gibt. Also frei nach dem Motto, die Geister, die ich rief, am Anfang habe ich noch angelockt und habe gedacht, ja komm mal her, Kleiner, ja. Naja, dann passiert das. Er greift an. Ich werde von einem Pinguin angegriffen. Oh Gott, nicht in meine Eier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht an die Eier. Nicht an die. Was bist denn du für ein lustiger Pingu? Ich werde hier wirklich angegriffen. Guck mal hier. Ich stehe in meine Hand. Der beißt mich in die Hand. Ich nehme mich einfach mit nach Hause. Du bist ja lustig. Aua. Du, ich beiß dich zurück, dann wenn du mich hier anbeißt. Ich kriegst dich gleich zurück. Aua. Ich schlag mich nicht. Was fällt dir denn ein? Mach ich gleich so bei dir, so. Auf mich zu hauen, dann hau ich dich auch zurück, dann hau ich dich auch. Der haut mich an. Aua. Aua! Auf mich zu hauen, da hau ich dich gleich zurück, dann mach ich dir gleich. Und der haut mich. Der ist ja verrückt. Aua! Jetzt ist gut. Aua, jetzt ist mal Schluss hier. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Ja, die beiden haben überhaupt nicht aufgehört, die wurden immer zutraulicher und das ist das Weibchen, was mich hier angreift und das Männchen wurde irgendwann eifersüchtig und hat dann das Weibchen abgedrängt, also hat ihm verboten, mich weiter zu bezürzen. Das war so lustig. Genau, hör auf deine Frau. Hör auf deine Frau. Was ein Stellplatz! Ist das geil? Guckt euch das mal an. Also wir stehen ja nun wirklich perfekt. Da ist Meer und da ist Meer. Ja, ist ein bisschen windig, aber man kann nicht alles haben. Nee, hammer schön. Und jetzt werden wir uns erstmal was Schönes zu essen kochen. Heute gibt es Chili con Carne.
Den Hunden auch noch das restliche Hackfleisch kochen. Also wenn sie kein Hühnchen kriegen, kriegen sie Hackfleisch. Ja, und jetzt sind wir hier direkt am Wasser. Ey, das ist so, so unglaublich, unbeschreiblich schön. Fliegen die Möwen rum, die Wellen. Ja, kannst du nichts dagegen sagen. Das ist der absolute Mega-Knaller. Alles voller Möwen da hinten. Da. Und riesige Wellen mit einer tollen Gicht. Oh, das sieht total toll aus. Ja, was wir für ein Glück haben. So, guckt mal hier. Ihr passt schön auf das Hackfleisch auf, ne? Das macht er ganz fein hier. Hier ist nämlich unser Sack mit dem Hackfleisch. Und da gibt es eine Chili con Carne draußen für die Hunde essen. So, hier. Und dann habe ich mir hier draußen eine Außenküche aufgebaut, weil das so windig ist. So vorm Bus ist, da wird das nichts mit dem Kochen. So, hier aber. Da. Und ihr seht ja auch schon mein Problem mit dem Kocher. Wie ihr seht, der rußt total. Ja, ist voll aufgedreht, Luft ist voll offen. Der macht auch komische Geräusche. Also ich muss den dann einmal runterdrehen. So. Und dann wieder hochdrehen. Und dann kommt der manchmal, heute nicht. Ja, reicht der Druck nicht aus. Also mehr Druck aufbauen. Und wenn nicht, halt einfach so kochen. So, guck mal. Jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt ist die Flamme blau. Und jetzt rußt es auch nicht mehr. Aber wenn ich voll aufdrehe, dann wird es nichts. Immer wieder das Gleiche. Ich muss also wirklich runterregeln und sagen, hier nur eine kleine Menge und dann geht das. So, Fleisch rein, umrühren, nur garen, nicht kochen oder nur garen, nicht braten, so rum. Da freut sich der Hund. Wir sind immer noch in Camoronnes. Camoronnes ist ja so eine kleine Landzunge, da wo wir gestern die Pinguine gesehen haben, also wunderschön. Und ein kleines Stück weiter von hier ist der Ort Baia Bustamante. Und ihr seht es ja hier ist alles voller Kelp, also voller See. Es sind ja große Algen, genau, oder diese Dinger hier. Und das ist auch der Grund, warum dieser Ort Baia Bustamante total bekannt ist, weil in den 50er Jahren ist ein Papa mit seinem Sohn hierher gekommen und haben diese Strecke, die heute eine Straße ist, irgendwie mit ihrem Jeep bewältigt. Und zwar haben die gehört, dass in Baia Bustamante eben diese Algen sind, diese Vielzahl an Algen. So, und jetzt kommt's. Und wisst ihr warum? Die wollten daraus Haargel machen, weil man hat in den 50er Jahren Gel, was man genutzt hat, um die Haare hochzustellen, aus Gomma Arabica gemacht, also aus diesem, wie heißt das, Gomma de India, ne? Genau. Und das wollten sie ersetzen, damit sie nicht mehr importieren müssen und haben dafür eine Alge gesucht, mit der sie die Haare hochstellen können. Und das Interessante ist, dass die auch eine Alge gefunden haben, die auch angefangen haben, dort anzubauen. Und das Dorf ist richtig gewachsen deshalb. Es sind irgendwann mal 500 Leute gewesen. Aber die Alge wurde nie für die Haare benutzt, sondern am Ende eigentlich für die Lebensmittelproduktion und macht dort genau das, was sie in den Haaren machen sollte. Nämlich, die macht Wasser zu Gel und dadurch ja, kann man eben, wie sagt man hier, bei Gelierzucker in Marmelade Flüssigkeiten dickflüssig machen. So, und das ist der Grund, warum Baia Bustamante so interessant ist. Und die Dinger sind echt riesig, die wiegen auch echt viel.
Und wir wollten eigentlich dorthin fahren, weil es dort ja auch Seelöwen geben soll, Möwen geben soll, also ganz viele Viecher. Und das war eigentlich unser Ziel, dorthin zu fahren. Und wir machen es jetzt aber nicht, weil wir gehört haben, dass es immer noch in Privatbesitz ist und es ist eben nicht sicher, dass die Straße dahin offen ist. Kann sein, dass wir da überhaupt nicht hinkommen. So, deswegen haben wir entschieden, nicht nach Baia Bustamante zu fahren. Aber auch hier haben wir ja schon diesen riesigen Algenteppich und es riecht so unglaublich nach Meer. Also echt ein schöner Ort. Kjelp. Bah. Ja, wir verlassen diesen echt unglaublich tollen, wunderschönen Ort voller Natur, Tiere, Wildnis, ja, alles was man will. Einzige ist, es ist super, super windig und dementsprechend können wir nicht viel draußen rumhängen. Deswegen fahren wir weiter, wir haben ja noch viel vor uns. Und es geht weiter Richtung Süden, es geht weiter Richtung Ushuaia. Ja, allerdings werden wir noch ein paar Stopps machen in die Richtung. Auf jeden Fall grobe Richtung Ushuaia. Da werden wir mal heute gucken, wie weit wir kommen. 200-300 Kilometer schaffen wir sicher. Ne? Das kommt aber alles nächsten Montag. Wir freuen uns, wenn du uns wieder begleitest. Bis nächste Woche. Ciao!